und und den Tag Okay. beenden. Noch nicht, Geld mit noch reden. Und den Tag beenden. Dein Gale oder mein Gale? Ah, komm, ich rede mal mit Gale. Mit Gaily Maily. Zum Glück. Was Der hat geht? Hunger. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. So, er hat Hunger. Gale, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber wie wär's, wenn du sowas ein bisschen höflicher anfängst? Ja. Also ich meine, ich quatsch ihn gerade mal zum ersten Mal an, wie seit was weiß ich, wie viele Jahrtausend. Ich mag's nicht ignoriert werden, gib mir es zu essen. Gale, das Riesenbaby. Haben wir überhaupt was? Also wir haben, glaube ich, ein bisschen was, aber ganz kurz, ich finde 3 gerade sehr lustig. Ja. Komm, guck mal nach, ob wir was haben. Ach komm. Du handelst, okay. Ja, hab ich schon. Stiefel des Beistands und Trostes. Machen was? Der Träger eines Ziels erhält zusätzlich 3 Trefferpunkte. Ach so. Blablabla, Liebe in der Schale, einmal pro wenn du weniger. Ja, sowieso nicht mehr. Ich hätte jetzt gesagt, lass ihn die Schuhe essen. Fertig. Ich glaube, die Schuhe trage ich. Lass ihn die Schuhe essen. Ich möchte nicht barfuß stehen. Komm, du darfst ein Schild crunchen. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Doch, endlich mal. Können wir das machen, nachdem wir gesoffen haben? Nein, das ihn jetzt machen, dann können wir es danach wegsaufen. Also gut, es wäre ein bisschen eine Lüge, weil ich würde jetzt Gale nicht meinen Freund nennen. Er ist mehr halt ein Teammember. 3. Ja, komm, 3. And the waste it might have been. You have to know who I was. You have to know who I really am. Oh. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Erstmal, also Gale, die Beschreibung gerade, das klingt eher nach einem Sorcerer als ein Wizard. Nur mal so nebenbei. Und zweitens, was zur Hölle, was hat deine Göttin bitte dir gefunden? Nur wenig Föhnes fragen, eine Göttin auf ihre Muse zu reduzieren. Ja, komm. Das ist ein bisschen banal, den Gotteslästerung. Ich bin Cleric. I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Und da ist, glaube ich, dein kleines Problem. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, Quite. du bist dumm. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. In
Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Ich meine, für das Let's Play wäre es gut, wahrscheinlich die gesamte Story mitzunehmen, aber ich Bock, Gales 2-Stunden-Monolog zu hören. Gut, die Leute können sich das zugucken, wir können währenddessen kurz noch die Käckchen halten dann. Gut, wir sehen uns. Klingt interessant, erzähl mir alles. Very well. Here goes. Ach nein. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Also, Gale, ich möchte nur sagen, das ist Götterbusiness. Du, Mensch, nicht Gott. 2 und 3 sind wieder so schön. Okay, gut, ich mag zwei, so Blumen, Schokolade, daran hätte ich nicht gedacht. You know me. My gestures can never be grand enough. Weil was anderes zu klein ist. Certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Oh yeah, touch him. Ich weiß ja nicht so. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Ich würde mir so... Nein, 4 lassen wir raus. Ja, aber ja, sagen, 4 ist ein bisschen zu brutal. Wie kommt es, dass sie noch lebt? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Moment, er hat das Fragment des Gewebes in sich aufgenommen? This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Es wäre ein bisschen gebumst, glaube ich. Aber was ich auch kurz hier sagen möchte, bevor ich es vergesse, weil das habe ich gerade eben als bei Auswahl. Das Ding ist, wo ich ja gesagt habe, ja, Schokolade so habt ihr nicht gerade übersehen, aber meine Güte ist niemals genug. Das, Leute, meine lieben Leute, sind Anzeichen dafür, dass du ein ganz großes Problem hast. Eine Geste. Würde Nicht seine Güte.
wenn du sowas denkst und dir denkst so, boah, ja, Mann, ich muss jetzt Artefakt von irgendeiner Göttin finden, dann hast du ein Problem. Dann kauf lieber eine Tafel Schokolade und sei damit zufrieden erstmal. Sinn. Ihr werdet sterben. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know Das the gleich exact aus. magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Das ist wie Jetzt? groß? Wollte ich gerade auch sagen, jetzt kommt's. Waterdeep hat 20 Einwohner. 2 Häuser. Die E3 finde ich sehr. Hat er mal überlegt, was passiert wäre, wenn die Larve übernommen hätte? Du musst wissen, was du nimmst. Ich mach Vorschläge. Every waking moment. Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Ja. Say the word, and we'll part ways. Ach komm, wir behalten dich trotzdem. Wir können immer noch mal eine Bombe brauchen. Hey, Gale, vielleicht bringst du heute Nacht eine Bombenstimmung. Jetzt verlasse ich den Raum. Gut, aber schnell. Wir können nur die 1 nehmen. Also das Ding ist halt bei 2, man fragt jetzt mal nach, deswegen wollte ich gerade fragen, kannst du einmal kurz speichern? Weil ich bin interessiert, ob er dann halt nur sagt hat, ja, dann würde ich hier und dort hingehen oder so. Wahrscheinlich wird er das sagen, weil das die Antwort auf deine Frage ist. Ja, aber nicht, sondern er direkt sagt, okay, ich bin jetzt weg oder so. Das zweifle ich an. Einfach nur halt sicherheitshalber. Ich vertraue Gale nicht. Na komm, Der ist sehr, mach. der ist sehr impulsiv. Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could. Till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a Mindflayer colony so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Interessante Idee auf jeden Fall, aber komm, bleib doch ein bisschen. A great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Endlich! Danke! Kann ich jetzt bitte mit jemandem Interessanten reden? Wollo? Bevor du mit Volo redest, muss ich mal kurz sagen, warte, Gale, wie wär's, wenn du damit anfängst, dann ein bisschen freundlicher zu sein? Und zum Thema Volo, ich wollte auch nochmal mit Volo My reden. good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Wieso, was willst du vom Wollo? Ich wollte mal nachfragen, ob er mir vielleicht noch das andere Auge auspieken kann. Achso, ich wollte nämlich gerade zu seiner OP gehen. Ja, dann komm, dann sind wir beide die Ich will Einäugigen. gerade sagen, du hast die Hexenbehandlung bekommen. Wenn du damit unzufrieden bist, das ist dein Problem. Ich würde halt beide Augen loswerden, damit ich euch nicht mehr sehen muss. Habt ihr schon irgendwas entdeckt über den Parasiten? Ich darf mich wieder hinlegen. In meiner schwarz-blauen Robe. Schwarz-grün wäre mehr Nekromant als das. Ja, das stimmt schon. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. Ich dachte, eine Nadel.
Komm, let's go. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Die Beschwerden erdulden und ihn fortfahren lassen. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Die Fäuste ballen. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a heartstring. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Das ist mein Auge. Hört sofort auf. Nein. Halt still. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Ich glaube, das ist kein Werkzeug für Augen-OPs. Ach was, so wurde das früher immer gemacht. Alte Schule. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't move. Warte mal. Cold metal presses against the skin. Niemand ist beneath your einverstanden. brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. Bevor du irgendwas sagst, ich möchte mal kurz sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, weil du bist ja ein Mage und nicht physisch sehr stark eigentlich. Wenn ich nur ein Krümel im Auge habe, möchte ich am liebsten mein Leben beenden und du holst einfach ja so einen Eispickel da gerade in deiner Fresse. Ich mag meinen Moves. Ich glaube, ich will mit... Ich wollte gerade sagen, das ist kein Schmerz, das ist einfach, weil gerade schon dein Hirnmittel durchsticht. Ja. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Kosmetisch, das ist das Auge. Ich mag 4, einfach das ignorieren. Das war also, 2. Alles in Ordnung, glaube ich. Ja, das ist alles in Ordnung, glaube ich. Oh, fantastic! That squint does wonders for your gravitas, in my humble opinion. Though, perhaps there's something we can do. Was wäre? Alberts Auge. Ja. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Und weg ist er. Ja, aber ich kann jetzt Unsichtbares sehen. Yay. Von 9 Metern, im Abstand von 9 Metern. Yay. Das bringt, glaube ich, sehr viel als Fernkämpfer. Wie oft war ich schon umringt von Gegnern? Ja, okay, gut. Weil er auch immer in die Frontlinie reinrennt. Weil es sonst keiner tut. Willst du mal mit Kratzer reden? Kratzer? Oh, ja, stimmt ja. Wir können jetzt mit ihm reden. Komm mal her, Boy. Hope you're keeping well, friend. Oh, du nennst mich Friend. Tut mir leid, dass mit dem Mann was passiert ist. Der war tot. Danach führst du da gerade im Hintergrund Selbstgespräche. Wahrscheinlich. Na, sie übt für die Party hinterher. Ach so. Master. Friend. I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Ein Jüngchen, Jungchen. Dafür kriegst du das Streicheln halt. Und jeder ist einverstanden. Du bist ein guter Junge, du bist ein guter Junge. Wer hat möglicherweise alle Maden der Welt? Du hast alle Maden der Welt.
Okay, gut, dann sollten wir, glaube ich, mal zur Party gehen. Karlach ist schon ganz aufgeregt.